Eine Schachfigur. Dieser Turm ist mit seinem kompletten Innenleben, mit Tür, Fenstern, Wendeltreppe und Zinnen nachgebildet worden. Er ist kein Handwerksstück, er ist maschinell hergestellt worden mit der sogenannten Stereolithografie. Zunächst gibt es den Turm nur im Computer. Im CAD-Zentrum der Hochschule Aalen existiert er zunächst nur als digitales Volumenmodell. Die Daten werden gespeichert. Jetzt sind wir im Stereolithografie-Labor der Aalener Hochschule. Hier bereitet Peter Sorg, der Werkstattmeister, die Daten für die Maschine vor. Das ist der Werkstoff, Epoxidharz, mit dem die Stereolithografie arbeitet. Peter Sorg füllt das Harz in den Behälter. Er legt die Plattform ein, auf der der Turm entsteht. Das Gitter taucht in das Harzbad ein und der Vorgang beginnt. Ein Laserstrahl fährt auf der Oberfläche des Harzes scheibchenweise die Kontur des Turmes ab. Die Animation zeigt, wie das Verfahren der Stereolithografie im Detail funktioniert. Genau da, wo der Laserstrahl, hier blau dargestellt, auf das Harz trifft, wird es ausgehärtet. Das Gitter fährt nach jedem Vorgang 0,1 mm nach unten und ein Rakel zieht die Harzoberfläche wieder plan. So fährt der Laser Schicht für Schicht über die Harzoberfläche und der Turm wird scheibchenweise aufgebaut, hier im Zeitraffer dargestellt. Nach 2,5 Stunden ist der Turm fertig und taucht ausgehärtet aus dem Harzbad auf. Er besteht aus fast 600 Schichten. Das flüssige Harz muss erst einmal abtropfen. Alle weiteren Schritte sind Nachbearbeitung. Peter Sorg entfernt überflüssiges Material. Der Turm wird mit Aceton gesäubert und anschließend getrocknet. Hier im UV-Ofen bekommt der Turm seine eigentliche Härte, denn durch das UV-Licht polymerisiert er vollständig. Nur 5 Stunden hat die Entstehung des Turms gedauert, angefangen von der Modellierung im Computer bis zum fertigen Objekt. Dies ist nur ein kleines Modell. Komplizierte Maschinenteile dauern von der Konstruktion bis zum fertigen Stück natürlich länger. Dennoch ist das Stereolithografieverfahren viel schneller als ein herkömmliches Fertigungsverfahren, wie beispielsweise Drehen, Fräsen oder Gießen. Es gehört zu der sogenannten additiven Fertigungstechnik. Die bietet nämlich die Möglichkeit an, dass man aus einer vorgegebenen 3D-Geometrie gewissermaßen über Nacht sein fertiges Teil oder seine fertige Baugruppe zur Verfügung hat und diese dann als Grundlage zu einer technischen Beurteilung oder auch zu einer funktionalen Beurteilung verwenden kann. Zum Beispiel auch so weit gehend, dass man das Teil auf einen Versuchsstand führt. Die Möglichkeiten der additiven Fertigungstechnik stoßen auf sehr starkes Interesse in der sogenannten zerstörungsfreien Archäologie. Die modernen 3D-Techniken bieten hierzu neuartige Möglichkeiten, zum Beispiel in der Weise, dass man einen solchen Fund auf einen Computer-Röntgentomographen gibt. Diese 3D-Daten werden dann aufbearbeitet, sodass sie ein digitales 3D-Volumenmodell liefern. Und dieses digitale 3D-Volumenmodell ist die Grundlage für den additiven Herstellungsprozess, das, was wir hier bei uns tun.